Hallo. Guten Morgen. Morgen. So morgendliche Idylle jetzt. Richtig schön hier. Da hinten in die Richtung geht es gleich weiter. 50 Kilometer, dann sind wir in Abaku. Das ist die Stadt, glaube ich. Und da gibt es einen ganz alten Baum. Einen 4000 Jahre alten Baum. Das gucken wir uns an. Den gucken wir uns auf jeden Fall an. Hört sich ganz schön spannend an. Echt schon krass. 4000 Jahre alt. Der steht hier schon eine ganz schön lange Zeit. Gucken, was er zu erzählen hat. Historic city with the best attractions choice in the country. Woo! Also, wir sind angekommen bei dem Baum. Steht nochmal, er ist 4000 Jahre alt, vielleicht sogar 8000. Ist 25 Meter hoch, Durchmesser von 11,5 Meter hat der Stamm. Einer der ältesten Bäume der Welt. Eine Zypresse. Skinny people are easier to kidnap, stay safe, eat cake. So, das war einer der ältesten Bäume der Welt. Weiter geht's. Sind immer noch in Abaco. Schon eine etwas größere Stadt. Fahren jetzt raus, weiter Richtung Shiraz. Und echt schön hier. Auch der Baum eben. Sehr beeindruckend. Hätten wir gar nicht erwartet, dass der irgendwie so groß und grün vor allem ist. Ich hätte echt gedacht, dass es so ein fast abgestorbenes Stück Holz ist irgendwie. Aber der ist noch voll grün gewesen. Echt krass. Jetzt hier. Hallo! Jetzt hier an der Straße auch überall Bäume. Also man sieht hier einfach richtig krass, wie wichtig Wasser ist. Na, vor 5 Kilometern oder so waren wir halt noch mitten in der Wüste. Und hier ist halt eine Oase. Hier gibt es Wasser. Dementsprechend wachsen die Bäume hier. Alles ist grün. Ziemlich cool. Unser Morgen hat auch schon sehr spannend begonnen. Wie immer Frühstück gemacht. Haferflocken mit Rosinen und Kaffee. Hertha war draußen spielen. Wir saßen hier drin, haben gefrühstückt und dann auf einmal läuft die hierher, voll mit der Freude zu uns. Und auf einmal springen wir ins Kaffee rein. Tada! Er springt hier rüber. Hier steht unsere Kaffeetasse, oder hier und hier unsere beiden Kaffeetassen, und sie springt mit Anlauf hinein. Und wir retten sie natürlich schnell. Aber jetzt ist sie voll mit Kaffee. Salam!
Nach 94 Kilometer Fahrt heute, ein bisschen gegen den Wind, aber meistens Abfahrt, haben wir es geschafft und sind pünktlich her angekommen. Hertha ist bei den Wachmännern abgegeben worden, Schaf passt auf die Rede und wir können uns entspannen und die Geschichte des Altstaats angucken. Ja, wir sind in Persepolis. Ja, eine der bedeutendsten Städte des Persischen Reiches, genau. Ungefähr 200 vor Christus gegründet. Und ich glaube, irgendwie ja, ein paar hundert Jahre später von Alexander dem Großen zerstört. Aber heute wieder ausgegraben, zum Teil auch rekonstruiert. Jetzt kann man sich's angucken. F.W. Graf Schulenburg, Gesandter. Boah. Russia mit so einem Punkt, so einem altrussischen Schrift. Echt geil. Ja, was weiß ich, die ersten Ausländer, so die irgendwie in Richtung Iran kamen. Oder irgendwelche, ja, so Gesandte halt irgendwie, ne? Ja. Schon ziemlich abgefahren. Ich meine, vor 100 Jahren hast du ja echt nicht Urlaub gemacht. Genau. Krasser Ausblick, ne? Ja. Einmal Persepolis von oben. Wow. Wir sind in Shiraz. Genau, gestern Morgen sind wir angekommen, wollten unser Visa verlängern. Gestern war auf einmal Feiertag, Ja. ging nicht. Nicht geklappt, heute sind wir dann los, wollten unser Visa verlängern, auch nicht geklappt. War der unfreundlichste Mensch, den wir jemals getroffen haben im Iran. Kurz gesagt, geht nach Yazd, geht nach Yazd, Bandar, Teheran, irgendwo hin, aber nicht hier. Wir wollen hier nicht arbeiten, wir wollen hier nicht das Visa verlängern. Tja, jetzt ändern wir wahrscheinlich ein bisschen unsere Route, dass wir noch über Bushehr fahren, am Golf von, am Persischen Golf. Und versuchen da dann unser Visa zu verlängern. Und ja, jetzt machen wir ein bisschen Sightseeing. Wir sind auf dem Weg zur Nasir al-Mulk Moschee. Und es ist 7 Uhr morgens. So sieht's aus. Wir sind richtig früh aufgestanden. Irgendwie zuerst sogar noch ein bisschen zu früh, weil die Uhr irgendwie noch falsch war von meinem Handy, aber egal. Und genau, die Moschee. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir richtig laufen. Mal gucken. Na, gleich mal sehen. Die Moschee ist auf jeden Fall quasi am schönsten zu besichtigen morgens beim Sonnenaufgang, weil sie sich dadurch auszeichnet, dass sie ganz viele bunte kleine Fensterchen hat und das Sonnenlicht dann sehr schön da reinscheint und man da drinnen ein richtig schönes Farbspiel zu sehen bekommt. Das wollen wir uns jetzt angucken. So, guten Abend. Sind wir aus Shiraz rausgefahren, 50 Kilometer ungefähr.
Morgen noch ein bisschen Bergauffahrt, 200 Meter und dann geht es die ganze Zeit fast die ganze Zeit. Hoffentlich irgendwie, ja, hoffentlich die ganze Zeit. Nach unten ans Meer, in die Wärme, jetzt noch ein paar Berge überqueren und dann sind wir safe. Wir haben vorhin schon mal das Wetter geguckt in Boucher, also richtig gut. Nachts irgendwie 17 Grad, tagsüber irgendwie 24, 25, 27 glaube ich sogar. Ja. Richtig cool, also wir freuen uns richtig darauf, wieder im Warmen zu sein. Es ist echt ganz schön kalt hier die letzten Tage. Ja, ist immer so anstrengend. Abends irgendwie schnell Zelt aufbauen und dann kochen und dann morgens aus dem auch, Zelt ja, rauskommen, wenn es dann irgendwie 0 Grad ist oder so. Das ist echt immer ziemlich hart. Also ja, wir hoffen mal, dass wir in 3 Tagen da sind. Es sind noch 250 Kilometer und ja, ziemlich viel bergab. Deswegen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt bauen wir das Zelt auf und das übliche Abendessen und so weiter. Oh, nicht so doll. kein Brokkoli. Nein, nein, nein. سلام خوبی؟ سلامتی؟ سلام. حالت خوبه؟ کجا؟ آلمان. آلمان؟ به طرف کجا؟ کازرون؟ بوشه بندر عباس. بندر عباس؟ از این گردنه که میری دشت ارژن. دشت ارژن. جای قشنگی. دشت ارژن. Okay. City, yes. من در خدمت. کاری داشته باشی حاضر. Fascina. Merci. کاری داشته باشی حاضرم. خوب, merci. خیلی خوشحال. Merci. میخوای بزنم تو ماشین یه مقدار بریم؟ نه. Merci. باشه. خداحافظ. فارسیالیش میشه؟ ها؟ excuse me? فارسیالیش میشه؟ فاسینا. مینا میذاره زمین آلمان. آلمان و یه میخواد با هواپیما اومدیم یلا داوود Travilinge. طبعا استنى بريد. يلا Na, schon lange her, dass wir richtig große Fluss gesehen haben und jetzt hier ist auf einmal Wasserfall. Ja, ziemlich cool. Sehr faszinierend. Ja, wir haben uns nochmal für eine Abkürzung entschieden.
Ja, ist klar, dass dann so eine Straße bei rauskommt. Aber gut, mal sehen. Ist dafür bestimmt besonders schön, weil hier bestimmt nicht so viele Leute hinkommen. Und dürften eigentlich maximal auch irgendwie, ich glaube, 20 Kilometer oder so sein auf so einer schlechten Straße hier. Also, ja, geht auch klar. Ist sowieso jetzt schon ein bisschen später, schlagen auch bald unser Zelt auf. Mal gucken. Salam. How are you? Fine, thank you. Bushaya. Share. But Share road. GPS. GPS. Okay, ah, okay, yes, okay. yes, Hup, hup. yes. Yalla. Mamnoon. Goodbye. Goodbye, Khuda Hafiz. Ja, ich glaube, da hinten auf der anderen Seite ist es wieder geteert. Sehr schön. Die Geheimwege. Nach wie vor auf unserer Abkürzung unterwegs. Wir sind jetzt heute 8 Kilometer gefahren, also nicht so weit. Ich glaube noch 2 Kilometer oder sowas, dann müssten wir wieder auf der Hauptstraße sein. Eigentlich ganz cool hier, zwischen den ganzen Orangenbäumen und Granatäpfel gibt es hier links und Palmen gibt es hier auch überall, hier hinter der Wand. Schon ganz cool. Alles wieder ein bisschen grüner. Das haben wir echt lange nicht mehr gesehen. Salam. Unsere neue Lieblingsspeise. Sesamkörner. Umgeröstete. Kurze Pause. Jetzt geht's weiter bergab. So, hier ist unser Campingspot für heute. Inmitten von, oder naja, am Rande
einer fetten Dattelpalmenplantage. Würde ich zumindest mal sagen, dass es Datteln sind. Hinten auf der anderen Seite auch. Hier ist alles voll mit Palmen. Echt krass, hätte ich nicht erwartet. Bushehr! Wir sind am Meer. Am Persischen Golf angekommen. Ja, richtig schön. Hier ist so ein Park, also so ein Picknickpark, aber jetzt ist total Off-Season. Hier sind so kleine Kiosks oder Restaurants oder die bauen Das wird, auch. glaube ich, gerade erst alles gebaut hier. Also hier ist eine riesige fette Baustelle. Hier sind überall diese überdachten Dinger, die irgendwann mal bestimmt ein Kiosk werden sollen. Tja, aber noch nicht. Und deswegen schnappen wir uns das Teil und stellen hier unser Zelt auf. Richtig cool. Na, was wollen Sie haben? Ich habe hier Wasser in Angebot. Sehr gut. Ja, und von morgen früh können wir von hier aus 8 Kilometer fahren in die Stadt und unser Visa verlängern. Und hoffen, dass es klappt. Wir sind jetzt aus Bushehr raus und das hat alles wunderbar funktioniert. Haben nicht 2 Wochen, sondern einen ganzen Monat noch hier Visum bekommen. Jetzt fahren wir aus der Stadt raus. Perfekt. So, da hinten ist die Straße. Und dort hinten ist das Meer und der Sonnenuntergang. Und wir sind hier in so einem, so sumpfmäßig irgendwie. Also Landgewinnung, ne? Hier wird Land gewonnen einfach. Wird hier ganz viel gemacht. Tja, und so sieht das dann irgendwann aus. So eine Art Wüste. Riecht ein bisschen meerig. Naja, was auch immer. Hier bauen wir jetzt das Zelt auf. Dann geht's morgen weiter Richtung Süden. Ist auf jeden Fall, ihr seht's, schon richtig schön warm. Kann hier echt problemlos wieder mit kurzärmeligem Hemd rumlaufen. Ich noch nicht. Ich zumindest, Olga leider nicht. Problemlos. Ja, nee, Olga leider nicht. Ja, aber ist sehr angenehm, ja? Ja, Wetter. Hertha hat gestern die erste Nacht nicht im Schlafsack verbracht, sondern in der großen Kiste und konnte sehr gut schlafen. Wir waren uns nicht sicher. Aber jetzt ist es warm genug. Gut.